Hallihallo, Hallöchen, meine Lieben. Schön, dass ihr da seid. Wir spielen heute Life Is Strange. Das Ganze habe ich selber noch nicht gespielt, deswegen schauen wir doch mal gemeinsam rein. Ich starte das Ganze mal. Ich denke mal, am Anfang wird natürlich erstmal eine Videosequenz sein, deswegen halte ich jetzt auch erstmal die Klappe und lasst euch die Videosequenz genießen. Where am I? What's happening? I'm trapped in a storm? How did I get here? And where is here? Wait, there's the lighthouse. I'll be safe if I can make it there. I hope. Please let me make it there. Okay, soviel zum Thema Genießen der ersten Videosequenz. Das Ganze sieht ja erstmal etwas bedrohlich aus. Wir sind also irgendwo aufgewacht, in einem Waldstück, versuchen jetzt zu diesem Leuchtturm zu kommen. Da hinten ist ein riesiger Wirbelsturm. Von dem sind wir in dem Leuchtturm auf jeden Fall auch nicht so sicher, würde ich mal behaupten. Okay. Kann man wohl das kleine Örtchen da hinten sehen? Holy shit. Whoa. That was so surreal. Famously called film Little Pieces of Time. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay, I'm in class. Everything's cool. I am okay. From light to shadow. From color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in I black and didn't white? fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Bueller? Weird. Diane Arbus. There you go, Victoria. Why Arbus? Because of her images of hopeless faces, you feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. She saw humanity as torched. Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now. Okay, wir sind also wieder aufgewacht. Das Ganze war nur ein Traum zum Glück. Sind jetzt in einer Klasse und haben offensichtlich nicht das größte Selbstvertrauen. Denn sie hat das offensichtlich als eine Art Projekt gemacht, was sie dem Lehrer, Mr. Jefferson, nicht zeigen will, weil sie es als zu scheiße erachtet. Na gut. Ist Right? jetzt nicht so schlecht. And frankly, it's bullshit. Shh, 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 shh. Keep that to yourself. Seriously, though, I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. And I any one haven't of kept you up with could my do that to journal me. as much as I should. Isn't that too easy? Too Okay, obvious? immer erstmal ein Selfie, ne? What if Arbus chose Muss to auch. capture people at the height of their beauty or innocence? She had a brilliant... Shh, shh, shh. Oh, I believe kid. Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around.
Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Ja, was sagen wir denn da? Sie fragen mich? Das wusste ich mal. Erstmal so ein bisschen noch, Sie fragen mich. You're asking me? Let me think. Genau. You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Boah, was eine Now they're Strebersch. totally stuck in the retro zone. Die kann ich schon nicht leiden. Die kann ich Very schon good, nicht Victoria. leiden. The Daguerrean process brought out fine detail in people's faces, making them extremely popular from the 1800s onward. My little camera The first bag is American battered but still daguerreotype kicking. self-portrait was done by Robert Cornelius. You can find out all about him in your textbook or even online. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Okay, ganz normaler Schulalltag. Also in einer Klasse. Wir haben hier wieder die... Victoria doesn't waste a second kissing ass. Ja, genau. Die Speichelleckerin. Das ist schon das Wort, was ich gesucht habe für die. Okay, Kate. Hi, Kate. Computer. Okay. Wir sprechen erstmal mit Kate, oder wollen wir uns erstmal angucken? Ne, erstmal ansehen. Das wissen wir. Kate looks so sad and quiet today. Poor thing. Okay. Das ist eine traurige, arme Person. Sprechen wir mal mit ihr. Vielleicht können wir sie Hi, Kate. aufmuntern. Oh, hi, Max. Nee, das ist... Ich hoffe, ich habe dich nicht blamiert. Das klingt gleich so... herabwürdigend irgendwie. Ich nehme erstmal... Du bist heute so still. Es ist so ein You bisschen seem nichtssagender. quiet today. Just thinking too much. Victoria hat bereits gewonnen. Nee, wir geben doch nicht auf. Bei der Tasse Tee können wir über das Ganze nochmal reden. I hear that. Wanna go grab a cup of tea and bitch about life? Thanks, but not today. I have to go over homework. No worries. Let's hang later. Sure. Okay. Sie hat also auch ein Problem. Mit ihr da hinten wahrscheinlich, ne? Victoria. Die da schon steht, ey, da kriegt man doch die Krise. Die will doch nur diesen Mr. Jefferson beeindrucken, um eine bessere Note zu kriegen. Typisch, sage ich dazu nur. Okay, Mr. Jefferson, was können wir mit ihr machen? Wir können sie uns erstmal angucken. Gucken wir uns mal an, was sagt sie dazu? Every time I look at Victoria, I feel like she's talking smack about me. Ja, genau so sieht sie aus. So eine richtige Lästertante, die immer über die armen, schwächeren Schüler lästert. Was ist mit ihm? This is ridiculous. I always get so shy and nervous around Mr. Jefferson. Oh ja, so nervös. Er ist aber auch so ein gut aussehender Kerl, ne? Sprechen wir mal mit ihm. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Ich hatte keine Zeit. Okay, was sind wir für Ausrede? Ne, ich hatte keine Zeit. Erstmal, wenn man sagt, ich hatte keine Zeit, dann ist auf jeden Fall, dass man es nicht gemacht hat. Muss ich, ist erstmal so, wir könnten es vielleicht gemacht haben. Do I have to? I just don't think it's that big a deal. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but life won't wait for you to play mein Gott, catch er up. ist ja You're so young, the cool. world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the amateur. Ja, er ist schon ein beeindruckender Typ. Ne? Nach der Motivationsrede ist er auf jeden Fall... Oh, wir können jetzt ein Foto machen. Erstmal ansehen. This might make a cool shot. Geil, lass mal ein cooles Shot machen hier.
Auf jeden Fall so eine richtig schöne Retro-Kamera, wie sich das gehört. Die neuen Kameras sind ja auch alle für den Arsch. Das braucht man heutzutage nicht. Nee, nee. Okay. Ich glaube, hier drin haben wir alles. Oh ne, Fernseher. Können wir irgendwas machen? Ja, ansehen brauchen wir jetzt nicht. Dann, glaube ich, kommen wir hier wohl raus, ne? Yep. You didn't tell me how cute I looked yet. I was about to. I'm not paying on You always Welcome to the real world. Just cute? hot. Then I might send you a special picture. Okay, ganz offensichtlich eine ganz typische I need a serious ist das timeout in the Highschool, bathroom. Universität. Splash water on my face and make sure I don't look like a total loser. I hate that class. It's so fucking boring. Wir sind offensichtlich so ein kleiner Außenseiter, eine kleine Außenseiterin. She's so fucking shy. She's so fucking shy. Naja, leck mich. Ja, ich mag die Musik. Die passen irgendwie voll rein. Ah. Typisch American High School hier, ne? Wir haben Even. Hi. Wer ist sie denn? Alyssa haben wir auch da. Da sind die Bullies. Die sind Schweine. Man kennt sie nicht. Vermissten Poster. It looks like she's been gone for months. Wir lesen uns das mal durch. ...50 Kilo, 1,65. Hört so erstmal nicht schlecht an. Stop bullying now. Würde ich auch mal behaupten. Gerade wegen solcher Poster hören die immer auf. Das ist so typisch. Die Bullies hören wegen solcher Poster hören die immer auf, andere Leute rumzuschubsen. Weswegen auch sonst. Das ist so aussagekräftig. Okay, wir wollten auf die Toilette, um uns frisch zu machen, also rein. Empty, good. Nobody can see my meltdown. Except for me. Okay, wir tun auf jeden Fall schon mal die Musik immer schön in die Ohren, um uns von der Außenwelt abzuschotten. Ist auch nicht gerade ein gutes Zeichen, Mädchen. Das könntest du auch vielleicht mal lassen. Im Spiegel. Okay. Mit Krone. I feel like the universe is taunting me everywhere I go today. It all started with that bizarro dream in class. Am I going crazy? Nein, niemals. Warum können wir davon jetzt kein Foto machen, während wir in dieser Gesicht sind? In dieser Maske. Geht das? Na gut, der Schnurrbart ist noch etwas zu niedrig. Aber, ja komm, wieso nicht? Da unten kann man auch so was haben, oder nicht? So unterm Kinn. Umgucken. Und Feueralarm. Das wollen Sie sich unbedingt angucken. Ich denke nicht. So, frisches Wasser ins Gesicht, danach geht's dann immer besser. Just relax. Stop torturing yourself. You have a gift. Fuck it. Nein, Mädchen! Warum? Komm, das war gut. When a door closes, a window opens. Or something like that. Okay, girl, you don't get a photo op like this every day. Okay. Müssen wir uns jetzt da ranschleichen oder fliegt er sonst weg? Nee. Machen wir mal ein Foto. Was macht der in der Frauentoilette? Was soll der Shit? It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to 3. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss.
So what do you want? I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk-ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No! Whoa. What the fuck? How can that be? I was in the bathroom. He shot that poor girl. I held up my hand. And then I was back here. As he likely was. These pieces of time can frame us in I our world. already heard this lecture. From light to shadow. From color. Now Kate is being hassled again. And if Victoria's phone rings, this is real. Now, Shit! can you give me an example of a Man, I photographer cannot who believe perfectly this. captured the human condition in black and white? Okay, if I'm crazy, I might as well go all the way. Bueller? Diane, Can I Roberts. actually reverse There time? you go, Victoria. Why Arbus? Because of... Okay, wir können offensichtlich die Zeit zurückdrehen. I did it. Can you give me I an actually example did of a it. photographer who perfectly captured a the human human condition in time black machine. and white? Anybody? Bueller? Max, don't Diane freak out. Roberts. Not yet. There you go, Victoria. Why Arbus? Because of her Keep it images together, of hopeless Max. faces. You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and When children. I took my selfie, Jefferson asked me a question. Right? If he does again, I'll know this is for real. Keep that to yourself. Okay, also machen wir Seriously nochmal though, das I could Selfie. frame any one of you in a dark corner and capture you in a Unsere moment of Theorie desperation. And zu any one of you bestätigen. could do that to me. Kein Duckface I wieder. ey. believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. I know I'm not Of dreaming course, this. as you all know, the It's photo real. portrait has been popular I can since tell. the early 1800s. Your generation So I was not can the go first back to in use time. images for selfie expression. What if that girl isn't dead I yet? couldn't resist. The point Can I remains save that her? the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for I as need to go to the bathroom long as it's quickly been and around. check it out. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Okay, wir wissen natürlich jetzt die Antwort, obwohl die Möglichkeit hier nicht gegeben ist, weil er ja gerade sie gesagt hat und wir haben sie mitbekommen und wir können die Zeit zurückdrehen. Das ist natürlich relativ vorteilhaft, wenn man gute Noten schreiben will, aber jetzt wollen wir natürlich erstmal, weil wir so ein verdammt guter Mensch sind, auf die Toilette, um dieses arme Mädchen zu retten und deswegen ist, ich muss zur Toilette einfach die normalere Antwort, die ich glaube ich hier die größeren Aussichten auf Erfolg hat. I'm sorry, but I really have to use the bathroom. Nice try, Max. But you're not going to get away that easy. We can talk more after class. Is there anybody here Shit. who knows their stuff? Jefferson wants to keep me after Louis Daguerre class. was a French painter And I who need time to created save that girl. daguerreotypes. A process Okay, that gave reverse portraits time. a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. What if I rewind The again Daguerrean process and give him the right brought out answer? fine detail in people's faces, making them extremely popular from the 1800s onward. The first American daguerreotype. Okay. Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Können es natürlich nochmal probieren, aber jetzt wissen wir natürlich die Antwort.
weil wir so klug sind. The Daguerrean process, invented by a French painter named Louis Daguerre around 1830. Somebody has been reading as well as posing. Nice work, Max. Tja, The der Daguerrean hasste. process made portraiture hugely popular, mainly because it gave the subjects clear, defined features. You can learn more when you actually finish reading the assigned chapters. Max is so far way ahead of everyone. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Max, you are not crazy. You are not dreaming. It's time to be an everyday hero. Okay. Ist natürlich schon mal ziemlich geil. Der haben wir uns auch direkt gezeigt. Ist natürlich auch schon ziemlich befriedigend. Aber wir können jetzt wieder mit denen reden, aber wir sind jetzt erstmal... I see you, Max Caulfield. Don't even think about leaving here until we talk about your entry. Okay, wir können jetzt also nicht direkt hin und die retten. Wir müssen jetzt erst mit ihm reden. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Ich weiß nicht, ob ich eins habe. Das klingt mehr so, ach, so unschuldig und so. Naja, ich weiß nicht, ob ich eins habe, ist die bessere Antwort. Yeah, I'm not sure I have one. Given your selfie output, I'm sure you must have about 1,000 pics by now. It'll take a long time to find a good one. Max, don't wait too long. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Go on now. Don't let me stop you. Drücke Steuerung, um schnell eine letzte Aktion rückgängig zu machen. Na gut. Probieren wir das Ganze mal aus. Bevor wir natürlich eigentlich das Mädchen retten wollen, aber... In a photo, so Sprechen wir nochmal mit ihm und geben jetzt die andere Antwort. Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Ich weiche nicht aus. Ich weiß nicht, ob ich eins habe. Das sind die beiden Antworten. Jetzt gehen wir jetzt... Schön, jetzt wir kriegen immer so gesagt, was die neue Antwort ist, offensichtlich. Und was die... Ich weiß nicht, ob das auch gleichzeitig die richtige Antwort ist, wenn das so unterstrichen ist. Aber die beiden Antworten hatten wir gerade. Wir können jetzt natürlich noch Ich weiche nicht aus mal ausprobieren. Aber ich würde sagen, wir nehmen einfach die unterstrichen ist und gucken mal, was passiert. I'm on top of it. I think John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Max, you're on fire today. All the right answers. Good. Make sure you finish working on it by today. I have faith in you. Okay, das ist natürlich die perfekte... Das ist natürlich perfekt zum Streben. Man kann immer irgendeinen Scheiß antworten, lässt dem Lehrer die richtige Antwort geben, spult die Zeit zurück und sagt das, was er gesagt hat. Das ist natürlich ziemlich geil, aber jetzt sind wir erstmal I hope I have enough time to get to the bathroom. Everyday Superhero, wie sie Please, sagte, please. und retten I dieses can't tell Mädchen. anybody. They'll think I'm crazy. Hier sind wir wieder Stop Bullying Now. Okay, Max, retrace every step. I washed my face. I shredded my phone. No, du hattest es. Then the butterfly flew in. And I took a photo. Leave them out of this bitch. I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing Ever down! Tell me what to do. No, he has a gun. I should do something else. You are Okay. going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would könnte ever tun. even... Oh, okay. Hier haben wir offensichtlich unser Tagebuch. Aber... Prolog, Montag. Das gucken wir uns später mal an. Missed your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! Time Reverse, wir haben sie schon wieder verloren. Okay. Don't ever tell me what to do.
I'm so sick of people trying to control me! You are going to get in hella I'm more trouble too scared to get near this psycho. Nobody would ever even miss your punk ass, would Max, they? you're going to get hurt. Ja. Holy shit, I can't let this happen. Ach, der Feueralarm. Okay, ich bin so blöd. Ja, ja. Feueralarm. So machen wir's. Don't ever tell me what to do. I'm so sick. I need a hammer to break it open. Control me. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Komm schon, schnell. Okay, wir sind zu langsam. Und ich drücke immer die falsche Taste. Aber Oh, das kriegen wir hin. Setzen wir bis diesem. This than drugs. nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! Alter. Oh, Okay, sorry. don't ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me. Nice. No way. Don't ever touch me again, freak! Nice. Another shitty day. Okay, ich dachte, er hat jetzt unser Foto und weiß, wer es war. That did not happen. This cannot be real. I just saw a girl get shot and then saved her. What the fuck is going on? Do not freak out. Hey, do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to, your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy. Or are you hiding something? Huh? Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone, and please turn off that alarm since that's your job. Okay, wir haben auf jeden Fall noch ein Arschloch gefunden, was uns offensichtlich nicht so besonders mag. Ich weiß auch nicht warum, vielleicht hat er einfach allgemein was gegen Frauen. Und wir haben hier unseren Retter. Wir sprechen mal mit ihm. Director Wells. Oh, das ist der Director. Okay. Und ihn erstmal ansehen, um zu gucken, was das für ein Dude ist. Principal Wells always looks so distracted. I can never figure out what he's thinking. Does he hate me? Ach Quatsch, der hat dich gerade gerettet. Der hasst dich nicht. You look a little stressed out. Are you okay? I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You can always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max, talk to me. Okay, wir können jetzt Nathan melden oder die Wahrheit verbergen. Aber der Typ hatte eine Waffe. Also, nee, ganz ehrlich, wenn es im wahren Leben so ist, ich würd ihn melden, also ab geht's. I just saw Nathan Prescott waving a gun around in the girls' room. Nathan Prescott. You sure? Yes, he was in the bathroom talking to himself with a gun. I saw everything. He was babbling like crazy. Okay, slow down. Slow down. So now you saw this without him seeing you. I was hiding behind a stall. I have the right to be there. It's the girls' room. I know. I just want to be completely clear what happened. Mr. Prescott happens to be from the town's most distinguished family, and one of Blackwell's Schöne most Reaktion. honored students. So it's hard for me to see him brandishing a weapon in the girls' bathroom. So what happened next? Then he left. I ran out here wondering what to do. Are you gonna bust him? This is a serious charge. I'll look into the matter Okay, personally. wir sagen also Thank you nichts for über bringing it das to my Mädchen mit den blauen Haaren. That's it? After what I told We'll you? continue this discussion later in my office. Please go outside with the rest of your class now, Miss Caulfield. Of course this academic drone won't do anything, since the Prescott family owns Blackwell now. Okay, der Should I Typ ist auf jeden rewind Fall and irgend so ein change my story? richtig reicher Schnösel. Wir könnten jetzt die Zeit wieder zurückdrehen, wegen diesem Schmetterlingssymbol und unsere Entscheidung. Wenn du dieses Gebäude verlässt, kannst du deine Entscheidung nicht mehr ändern.
Wir könnten jetzt nochmal die Zeit zurückdrehen und das verstecken, aber ne, habe ich echt keinen Bock zu. Der Typ hatte eine Waffe, der ist ein riesen Arschloch, der hat die abgeknallt. Also der muss echt mal hinter Gitter oder auf jeden Fall bestraft werden irgendwie. Also belassen wir es dabei und linke Maustaste zurück zum Schulgelände. Max, you better go on outside now. Alles klar, verlassen wir das Schulgebäude. Okay, da wären wir draußen. Er hat offensichtlich Nathan Prescott jetzt mal in sein Büro gerufen. Hoffentlich heißt ihn ein bisschen an, wobei ich mir noch nicht sicher bin. So wie er gesagt hat, auch von wegen, so eine wichtige Familie und so, kommt da wahrscheinlich erstmal nicht so viel von. Wir schauen mal. Wir sind ja jetzt hier draußen. Das sieht mehr nach Campus aus, ne? Weniger nach einer Highschool. Academy, ja. Okay, ich würde sagen, das war der erste Part. Ich habe nicht ganz so viel geredet, es gab auch viele Videosequenzen, viel, wo sie gesprochen haben. Ich hoffe, das ist okay für euch. Wir werden schauen, wie das Spiel weitergeht. Wenn die weiter... Ja, dreh mich aus dem Weg. Wenn die weiter so viel reden, werde ich trotzdem auch nicht mehr so viel sagen. Also, so wie in diesem Part. Ich möchte da ehrlich gesagt nicht so viel dazwischen quatschen. Ansonsten werde ich natürlich auch mal ein bisschen mehr sagen, wenn es weniger wird. Wir werden sehen, wie es läuft. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ich hoffe, ihr habt Bock darauf, das mit mir durchzuzocken. Es verspricht ja schon eine ganz geile Story zu werden. Ich meine, wir hatten schon am Anfang auf jeden Fall schon einen richtig krassen Traum. Da weiß ich noch nicht so ganz, was es damit auf sich hat. Wir haben herausgefunden, dass wir die Zeit zurückdrehen können. Wir haben ein blauhaariges Mädchen vor einem riesen Arschloch von einem Schnösel beschützt. Was ist noch passiert? Ja, und wir haben diesen Schnösel angeprangert und haben dem Direktor gesagt, was los ist, obwohl wir es hätten verheimlichen können. Für mich die richtige Entscheidung. Wir werden sehen, welche Konsequenzen das hat. Aber das alles im nächsten Part. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wie immer, gerne in die Kommentare schreiben, Like da lassen, supporten und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.